Der Messeauftritt ist optisch schon sehr ansprechend. Doch jetzt will ich wissen, welche Strategie verfolgt Daimler Buses? Welche Konzepte und Lösungen sollen im Omnibusbereich nach vorne gebracht werden? Und wie sieht die Vision von Daimler Buses aus? Herr Oberwörder, wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung Ihres Industriezweigs und was bedeutet das speziell für Daimler Buses? Ich glaube, wir sehen momentan ein hohes generelles Interesse an dem Bussegment in der Industrie als solches. Und das gilt natürlich für uns speziell bei Daimler Buses auch. Vor allen Dingen im Intercity, aber auch im City-Bus-Segment ganz speziell. Wir hören unseren Kunden zu. In der Konsequenz kriegen wir das Vertrauen von unseren Kunden. Gleichzeitig werden wir aber auch gewertschätzt dafür, dass wir Innovationen treiben, die wir auch mit unseren Kunden gemeinsam besprechen, die dann dazu führen, dass wir beispielsweise in einem innerstädtischen Umfeld gerade mit den neuen Technologien auch einen Beitrag leisten können, tatsächlich die sogenannten Livable Cities zu unterstützen. Lassen Sie uns einmal darüber sprechen, was Sie dieses Jahr so zu bieten haben. Was gewinnt Ihrer Meinung nach heutzutage immer mehr an Bedeutung? Also wir sind davon überzeugt, dass immer mehr die Paketansätze wichtig werden, dass wir Mobilitätslösungen schaffen, dass es nicht nur um das Fahrzeug alleine geht, sondern auch um die Dienstleistungen, die Services, die das Fahrzeug eben begleiten im eigentlichen Betrieb. Und genau darum geht es eben, dass man die individuellen Anforderungen, die Kunden an uns stellen, übersetzt in Produkte, durchaus auch aus Daten generierte Produkte einzusetzen und dann nachher auch beim Kunden zu einem Benefit zu bringen. Können Sie uns die Vision von Daimler Buses kurz skizzieren? Also wir haben klar die Vision, dass wir Leader of the Pack sind. Ich möchte es mal etwas flapsig sagen. Heißt, dass wir als Daimler Buses der Technologieführer sind in Busmobilitätslösungen. Das bedeutet eben tatsächlich, dass wir einen Beitrag dazu leisten wollen, Nachhaltigkeit mit zu untermauern. Und eben gerade durch die neuen Technologien, die ich eben angesprochen habe, können wir da einen großen Beitrag leisten. Und das ist genau unser Ziel. Gerade für einen Vertriebschef ist eine Messe wie die Busworld besonders wichtig, kann ich mir vorstellen. Gut, dass wir einen hier haben. Herr Bastert, was sind aus Ihrer Sicht die Highlights des Standes von Daimler Buses? Ja, es ist, glaube ich, wie bei jeder Messe, wenn Sie kommen, dann stehen natürlich ganz vorne die Fahrzeuge und Sie sehen das hier aufgeleint, in grün die Setras, in silber die Mercedes und in der Mercedes natürlich die Neuheit. Ich würde fast sagen, das eine ist eine kleine Halbneuheit, aber einmal eben unseren Minibus Travel als wirkliche Weltneuheit und zweitens unseren E-Citaro jetzt noch mit einer größeren Range. Ich glaube, das sind wirklich die beiden Produktneuheiten, die wir hier auf dieser Messe zeigen. Daimler Buses ist also schon längst im Zeitalter der Elektromobilität angekommen. Welche Rolle spielt dieses Thema in Ihren strategischen Überlegungen und welchen Ausblick können Sie im Bereich Elektrobusse geben? Ja, ich glaube, das ist das zweite Element, was Sie auf dieser Messe feststellen. Wir als Hersteller sind gefordert, eben sehr viel stärker auch darüber nachzudenken, wie unterstützen wir unseren Kunden bei der richtigen Auswahl des Produkts und bei der weiteren Betreuung. Bei der richtigen Auswahl des Produktes, ja, dort haben wir eben unseren Kunden strategisch aufgezeigt, was ist unser Weg in die E-Mobilität, welche nächsten Entwicklungsschritte gibt es und zweitens, wie können wir Sie als Kunden unterstützen, damit Sie das richtige Fahrzeug auswählen. Das tun wir hier mit E-Mobility Consulting und das ist wirklich eines der absoluten Highlights für mich in den letzten Jahren gewesen, dies zu entwickeln und ich glaube, da gibt es noch etliches weiteres zu tun, unsere Kunden noch besser zu unterstützen. Michael Klein, dass für Buskunden perfekter Service existenziell wichtig ist, wissen wir schon seit Jahren. Aber was ändert sich gerade im Markt und welche Rolle spielt OmniPlus dabei? Ja, bislang waren wir in den klassischen Themen unterwegs. Ersatzteilverfügbarkeit, ein dichtes Netz, wo der Kunde relativ schnell eine Werkstatt findet, Originalersatzteile, Training, solche Dinge. Wir haben Themen, die jetzt neu hinzukommen. Eins ist das Thema Elektromobilität und das andere ist das Thema Connectivity. Beides stellt uns vor Herausforderungen, wo wir sehr viel lernen müssen, wo aber auch die Kundenanforderungen ganz andere sind, als wir es bis jetzt gewohnt waren. Und inwiefern hat sich OmniPlus fit für die Zukunft gemacht und welche Rolle spielen neue Technologien und die Digitalisierung?
Wie Sie wissen, ist Elektromobilität das alles beherrschende Thema im Moment. Hier haben wir festgestellt, dass wir viel mehr in die Beratung hinein müssen. Anders als früher. In der Dieseltechnologie ist Beratung ein entscheidendes Kriterium. Natürlich müssen wir den Kunden weiterhin unterstützen, auch in Investitionen in Infrastruktur, müssen erklären, was notwendig ist, müssen entsprechende Trainings anbieten. Der Aspekt ist wesentlich dominanter als früher. Im Thema Digitalisierung, Connectivity, haben wir ein Portal generiert, welches dem Kunden die Möglichkeit bietet, verschiedene Dienste abzurufen. Sehr einfach, sehr strukturiert, Fahrzeugdienste, aber auch ein E-Shop werden davor gehalten. Das ist neu und wird sehr gut angenommen. Und als drittes, um aufs klassische Geschäft auch nochmal einzugehen, ist das Thema 3D-Druck entscheidend. Hier versuchen wir, ich sag mal, langsam drehende Teile, die vom Lieferanten abgekündigt wurden, in neuen Verfahren mit neuen Technologien darzustellen, um dem Kunden diese schneller zur Verfügung zu stellen. Das sind die Themen, die neu sind und mit denen wir uns gerade beschäftigen. Ja.